Die deutsche Sprache hat es manchmal wirklich in sich. Bedeutet, ist manchmal etwas kompliziert. Vor allem, wenn es darum geht, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat. Wie zum Beispiel Bank oder Band. Es gibt aber auch ein paar Verben, die nicht nur 2, sondern 3, 4, 5 oder mehrere Bedeutungen haben. Und manchmal beschreiben sie auch komplette Gegensätze, wie zum Beispiel umfahren und umfahren. In diesem Video besprechen wir also einmal 7 Verben mit ihren unterschiedlichen Bedeutungen, wobei ich mich hauptsächlich auf die am meisten genutzten konzentriere. Bist du bereit? Dann legen wir los. Erstens, anstellen. Hier haben wir eine reflexive und eine nicht reflexive Variante. Reflexiv, also sich anstellen, kann bedeuten, dass man sich in eine Reihe oder Schlange stellt. Zum Beispiel, die Schlange vor der Eisdiele ist lang, aber ich stelle mich trotzdem an. Es kann aber auch bedeuten, dass man sich wie eine Diva aufführt und zu viel jammert oder sich zu viel beklagt. Ein Beispiel? Ich will nicht draußen sitzen, es ist zu heiß und außerdem sind überall Wespen. Ach komm, stell dich nicht so an, es sind doch nur 23 Grad. Nicht reflexiv genutzt kann es zum einen bedeuten, dass man jemanden engagiert oder dass man ein Gerät einschaltet. Beispiel: Ich bin in einer großen Firma angestellt. Engagiert. Und stellst du bitte die Klimaanlage an? Bedeutet, schaltest du bitte die Klimaanlage ein? Zweitens, absetzen. Absetzen ist trennbar und hat die Bedeutung, dass man etwas oft Schweres auf eine Fläche stellt. Zum Beispiel, die Wasserkisten sind wirklich schwer, ich setze sie kurz ab. Es ist aber auch ein Begriff, den man in der Finanzsprache verwendet. Damit wird ausgedrückt, dass man Kosten, die entstanden sind, steuerlich geltend machen kann. Bedeutet, man kriegt Geld zurück. Man kann also die Kosten absetzen. Beispiel: Ich kann meine Fahrtkosten von der Steuer absetzen. Reflexiv verwendet, also sich absetzen, bedeutet es, dass etwas in einer Flüssigkeit zu Boden sinkt. Wenn man zum Beispiel Sand in einen Behälter mit Wasser kippt, setzt sich der Sand irgendwann am Boden des Behälters ab. Eine komplett andere Bedeutung davon ist aber auch, dass jemand das Land verlässt, weil er zum Beispiel von der Polizei verfolgt wird. Die Person setzte sich ab, nachdem bekannt wurde, dass sie polizeilich gesucht wird. Es kann aber auch bedeuten, dass man jemanden aus dem Auto rauslässt. Also wenn du zum Beispiel jemanden nach Hause gefahren hast, sagt die Person: Kannst du mich da vorne rauslassen? Anders ausgedrückt wäre es dann: Danke fürs Heimfahren, du kannst mich da vorne an der Ecke absetzen. Kommen wir zum nächsten Verb. 3. Abstellen. Auch hier haben wir 2 Hauptbedeutungen. Einmal einen Gegenstand an einen anderen Ort stellen, wie zum Beispiel in: Der Postbote hat das Paket vor der Tür abgestellt. Und einmal etwas abschalten, also wie: Der Strom wird nach unserem Umzug abgestellt, abgeschaltet. 4. Verlegen. Das kann zum einen benutzt werden, wenn es darum geht, Termine zu verschieben. Zum Beispiel: Ich würde gerne meinen Termin auf den 8. August verlegen. Aber es kann auch bedeuten, dass man nicht mehr weiß, wo man einen Gegenstand hingelegt hat und man ihn daher nicht mehr findet. Beispiel: Ich habe meine Schlüssel scheinbar verlegt. Ich kann sie nirgends finden. Auch in der Fachsprache wird das Verb verlegen verwendet, vor allen Dingen im Beruf des Fliesenlegers. Dieser verlegt nämlich Fliesen. 5. Übersehen. Dieses Wort hat es wirklich in sich, denn es hat 2 ganz gegensätzliche Bedeutungen. Einmal heißt es überblicken
also einen guten Blick über eine Sache haben, wie zum Beispiel in Ich kann von hier den ganzen Strand übersehen. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass man etwas gar nicht gesehen hat, beziehungsweise man ein Detail nicht gesehen hat. Beispiel: Oh nein, ich habe das Kleingedruckte im Vertrag übersehen. Und eine dritte Bedeutung ist auch, dass man etwas mit Absicht ignoriert. Also wenn zum Beispiel ein Schüler während einer Prüfung von seinem Nachbarn abschreibt und der Lehrer das sieht und sagt: Na Michael, das habe ich jetzt aber übersehen, bedeutet das natürlich, dass der Lehrer es sehr wohl gesehen hat, aber er ihm noch eine Chance gibt. Also er ignoriert es wohlwollend. 6. Ergeben. Auch hier haben wir unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, ob es sich um den reflexiven oder nicht reflexiven Gebrauch handelt. Wenn man es benutzt, um ein Resultat zu beschreiben, benutzt man es nicht reflexiv. Beispiel: Die Untersuchungen in der Studie haben ergeben, dass Menschen mit sozialen Kontakten länger leben. Reflexiv gebraucht kann es zum einen bedeuten, dass ein Ereignis zufällig stattgefunden hat und zum anderen, dass man keinen Widerstand mehr leistet. Beispiele: Es hat sich so ergeben, dass wir uns auf dem Konzert getroffen haben. Es war überhaupt nicht geplant. Oder der Dieb ergab sich der Polizei. Und das letzte Verb. 7. Anhalten. Und ebenso wie umfahren bzw. umfahren hat auch dieses Wort komplett unterschiedliche Bedeutungen, die gegensätzlich sind. Auf der einen Seite bedeutet es stoppen, auf der anderen weitergehen. Die Polizei hält das Auto an. Die Polizei stoppt das Auto. Oder das schlechte Wetter hält noch bis Dienstag an. Das schlechte Wetter geht noch bis Dienstag weiter. Übrigens, in einem ganz anderen Kontext kann man auch um die Hand seiner Geliebten anhalten. Bedeutet, ihr einen Heiratsantrag machen. Ich hoffe, du bist nun nicht verwirrter als zuvor, aber ich denke, mit den Beispielsätzen wird deutlich, wie man diese Begriffe nutzen kann. Wenn du magst, kannst du dir gerne selber Beispielsätze dazu überlegen und wie immer ist es auch sinnvoll, 1 oder 2 der Begriffe selber im Alltag zu nutzen. Einfach, damit sie im Langzeitgedächtnis abgespeichert bleiben. Ich danke dir fürs Zuschauen und wenn dir dieses Video gefallen oder geholfen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, ein Abonnement und deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.